Attack on Titan. Scheiße, ich habe wieder geklatscht. Fuck. Folge 4. Was geht ab? Was geht ab? Ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau. Ich will eigentlich gar nicht so lange rumreden. Ich habe jetzt in den letzten 2 Videos wirklich lange rumgeredet. Ich fange mal schnell einen Taubsi und sag nebenbei, die Befürchtung, die ich in der letzten Folge hatte, nur das will ich erwähnen, ich hoffe, das passiert nicht. Ich hoffe nicht, dass diese Episode damit beginnt, dass Hanji, hieß die Hanji? Bin ich gerade dumm? Hieß die Hanji? Die hieß schon Hanji. Hanji und Eren und so halt dort ankommen und alle tot sind. Also alle, die in der letzten Folge gekämpft haben, nicht auch die anderen Charaktere. Das hoffe ich nicht. Ansonsten habe ich schon im letzten Video genug rumspekuliert. Das heißt, falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne schauen. Und dann schauen wir mal, ob das, was ich alles gesagt habe, in der Folge passiert. Vielleicht, keine Ahnung, passiert auch einfach nur Bullshit und vielleicht kissanime.me. Let's go, watch high quality anime online. Okay, cool. Oh, direktes Opening. Direktes Opening. Warte, ich mach mal schnell mein Pokémon Go aus. Welcher Hurensohn spielt Pokémon Go? Haha. Okay. Den Bildschirm weg. So. In der letzten Folge haben wir erfahren, Christas Familie ist important. Wie gesagt, ich habe eigentlich schon alles im letzten Video gesagt, deswegen scheiß drauf, sage ich alles nochmal, während das Opening läuft. Ich hoffe wirklich nicht, dass irgendwie Ymir damit beauftragt wurde, Christa zu töten, weil sie irgendwie aus so einer wichtigen Familie kommt, die so wichtig ist. Andererseits, wie gesagt, die größte Frage ist, wenn Christa wirklich aus so einer wichtigen Familie kommt, wieso? Oder aus so einer adeligen Familie, die unbedingt beschützt werden muss für die Gutheit der Menschheit. Wieso joint sie dann der Armee, wo es zu 99% wahrscheinlich ist, dass du stirbst? I don't know, I'm a simple man. Ich weiß nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nächsten. Wir haben jetzt 12 Folgen und das ist jetzt Folge 4. Es kann sein, dass das jetzt nicht sofort wieder so. Bis jetzt waren ja alle Folgen eher so eine Folge. So episodic. Es kann sein, dass jetzt diese ganze Schlacht gegen die Titanen bis zum Ende der Season geht, was ich hoffentlich nicht denke. Es sei denn, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie interessant es wird. Aber das wollte ich nur sagen, ich glaube, es kann sein, dass es jetzt. Entschuldigung, hab gerade pausiert. Ein paar Folgen geht hier in den Turmruinen. Das wollte ich nur sagen. Mal schauen. Also es wird jetzt zum ersten Mal, seitdem die Season angefangen hat, so richtig interessant. Das will ich damit sagen. Das Ende der letzten Folge, das war schon ziemlich krass. Hype. What the fuck? What the fuck? Seit wann benehmen sich Titans so komisch? Außer es sind die Kinder im Dorf, die sich verwandelt haben. Ich weiß ja nicht. Fuck, man. Was passiert? 2 Stunden früher. Sag nicht, wir bekommen jetzt das Gespräch. Rainer und Dimir hatten ja in der letzten Folge auch ein Gespräch. Was wir nicht bekommen haben. Wir haben nur gesehen, wie Rainer gesagt hat, was, meinst du das ernst? Die wissen doch bestimmt, was richtig important ist, Alter. Fliegen! Oder der Tunnel. Das wurde ja auch in den Pausen-Screens in der letzten Staffel erzählt. Es gab jemanden mal, der versucht hat, einen Tunnel durch die Wand unter der Wand durchzugraben. Ja, ein großes Fuck you an alle, die sagen, die Pausenscreens in Attack on Titan sind unwichtig.
Oder die sind alle Titans geworden. Rainer, ja. Schau mal, wie auffällig sie sich verhält. Das ist doch nicht normal, mir. What the fuck? What the fuck? Voll unauffällig, auffällig in mir. Oh! My last meal. Oh shit. Oh shit. Das haben die in der letzten Folge angeschaut und haben gedacht, oh shit. Canned food. Oh shit, der hat sich verplaudert. No way. A Titan. Oh. No way. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Wenn es 5 wären, wenn es 10 wären, wie davor. Das sind hier 20, 30. Ich hoffe, der Beast Titan kommt nicht. Das würde alles schlimmer machen. Jetzt haben wir noch so eine Chance. Was? Einer ist schon drin? Ja, ihr werdet vielleicht sterben, also ja, macht mal. Ja, einer und Berthold.
Ach, shit. Tu's nicht! Tu's nicht! No! Slender, Tommy, what the fuck? Das ist ja das Gruseligste der Welt! Wenn er die Tür aufmacht und auf einmal steht da so ein... What the fuck? Wie er geschaut hat. Reiner Flashback, ja! Oh shit. Wer war das? Sein anderer Freund? Waren die mal ein Trio mit Berthold? So wie Ace, Sabo, Ruffy? Ja, Mann! Ja, Mann! Oh shit, oh shit. Wenn es immer noch nicht besiegt ist, dann sind wir ein bisschen am Arsch. Rennt weg. Run! Oh mein Gott, Pause. Oh mein Gott, ich habe ja immer Rainer und Berthold so verdächtigt. Aber die scheinen eigentlich auch ganz menschlich zu sein. Da war irgend so ein Titan, was dann eine dritte wichtige Person anscheinend gegessen hat. Ich will auch ein Rainer und Berthold Flashback. Das zeigt, dass sie wirklich seit Kindheit befreundet sind, gehe ich mal davon aus. Oder schon länger als 3 Jahre zumindest. Also genauso wie Armin, Mikasa und Eren gab es ein Rainer, Berthold und Sabo-Trio, aber Sabo wurde von einem Titan gegessen. Oder so, I don't know. Information, bla bla bla. It's called Castle, okay. Okay, man weiß nicht, wann diese Castle gebaut wurde, man weiß nicht, was hier für Menschen gelebt haben, aber es haben hier Menschen gelebt, die eine antike Schrift lesen konnten. Wer kann noch eine antike Schrift lesen? Ja, so sieht's aus, Ymir. Du bist hier die Hauptverdächtige Nummer 1, Mann. Fetter Hornsen. Nein, Spaß. Aber Ymir ist die Hauptverdächtige Nummer 1. Will ich nur das anmerken? Run. Lol, Rainer? Der macht so 1 gegen 1 gegen Titan, Mann. Rainer macht 1 gegen 1 gegen Titan. Ja! Never! Als ob! Rainer, wie stark ist er denn, dass er einen Titan 1v1? No way! Wrestling einfach so.
Rainer, yo. Oh, shit. Als Maul mir, Alter. Die will doch nur Christa Stee. Christa Stee! Schau, die können doch nicht böse sein. Die können doch nicht böse sein. Ich will einen Rainer Flashback. Yo, Rainer, yo! Warrior. Hä, was ist er jetzt? Hä, was soll das jetzt heißen, Berthold? Du bist jetzt nur eifersüchtig, weil Rainer jetzt doch nicht auf Männer steht, sondern auf... Was soll das jetzt heißen? Er war früher ein Warrior. Was ist er jetzt? Ein Feigling oder was? Rainer ist kein Feigling, er ist ein fucking Wrestler, Mann. Er steigt mit den Titans in Wrestlering. Wenn jetzt der Beast Titan kommt, dann ist alles vorbei, Mann. Er wirft da... Ich hab doch gesagt, er packt da seinen Sniper aus. Ich hab doch gesagt, er packt da seinen Sniper aus. Als ob. Als ob. Der Beast Titan ist da auf der Wand, um den Turm zu attackieren. Oh mein Gott. Das sind nochmal 1000. Holy shit. Holy shit. Jetzt klettert er wieder runter. Jetzt kommt er selber. Oh, warte, nein. Er ist auf der anderen Seite runtergeklettert. Oder? Habe ich es gerade falsch gesehen oder ist er auf der anderen Seite runtergeklettert? Das sieht aus wie Donald Trump. Wo bleiben die anderen, yo? Wo bleiben Eren und so? Wow. Fuck! Run.
Sie wird jetzt sterben, nur weil sie ihn retten wollte, Alter. Ah, Junge, verpiss dich mit deinem Sake. Was, wenn es gar kein Sake ist? Du weißt ja nicht mal, was da auf der Flasche draufsteht. Vater? What the fuck? Eren, wo bleibt ihr, yo? Hanji, yo? Hä? Wird jetzt nur für Christa sich da jetzt opfern? What the hell? Die wird sich jetzt verwandeln und kämpfen, oder? Die wird sich jetzt verwandeln und kämpfen. No, man, what the fuck? No fucking way! What the fuck? Ja! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Sie ist ein Titan! Schon vor 50 Wochen! Hallo? Hallo, Mama? Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ja! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ja! Oh, shit. Hallo. Okay. Okay. Ich habe mir gerade eine Pizza in den Ofen geworfen. Alles cool. Ich muss erstmal ein bisschen was essen, weil das ist einfach too much. Das ist too much. Ich hab's gesagt. Ich habe von Anfang an Ymir verdächtigt.
Nicht so krass wie Berthold, der kleine Spast. Aber trotzdem. Und ich bin froh. Ich meine, okay, andererseits, es war jetzt nicht so gut versteckt, wirklich. Man hätte jetzt nicht... Okay, einen Moment. So, meine Bettdecke war nicht gerade und ich hasse es, wenn etwas nicht gerade ist. Es war jetzt nicht so wirklich so unobvious, sag ich mal. Weil sie sich halt einfach die ganze Zeit voll komisch verhalten hat. War das gerade der Ofen? Einen Moment. Okay. Und apropos komisch verhalten, also in dieser Folge hat sie sich halt mega komisch verhalten. Normalerweise verhält sie sich ja auch anders, aber diese Folge war schon mega obvious, wo sie so Conny verarscht. Wie haben denn deine Eltern Sex? Haha, haha. Und man sieht einfach dieses gezwungene Lachen. Das kennt ihr bestimmt, wenn man manchmal mit Menschen redet, die dann so ein gezwungenes Lachen so hart erzwingen, dass man sich denkt, Junge, chill! Fuck. Holy shit. Ich weiß gar nicht mal so wieder, was so wirklich in dieser Folge passiert ist, weil das ist immer so, wenn etwas richtig krasses in einer Folge passiert, dann blendet man alles andere weg. Ich bin jetzt so auf das Ende fokussiert. Was ist denn am Anfang passiert? Am Anfang haben wir so ein paar Stunden früher und dann erfahren wir so, okay, was da jetzt so passiert, was die erstmal so bereden, genau, dann fragt Ymir, was Conny gemacht hat. Ymir hat auch diese Thunfischdose entdeckt und kann dann auf einmal diese alte Schrift lesen. Man merkt auch wirklich, dass Rainer... Ich will den Rainer-Flashback sehen. Rainer muss irgendwas mit dieser alten Sprache zu tun haben. Ich will jetzt auch nicht Rainer verdächtigen, dass er auf dieser bösen Titan-Seite ist. Aber irgendwas, der Rainer, der war ja auch so wirklich so, du kannst diese Sprache lesen. Und war, keine Ahnung, er hat wenigstens davon gewusst, dass diese Sprache existiert. Ich weiß nicht, ob ihr verstehen könnt, was ich meine, ist auch egal. Das andere, was mich so über Rainer und Berthold so generell so komisch war, sie haben anscheinend so ein Versprechen gehabt, so endlich, dass sie nach Hause zurückkehren können. Wieso können sie denn nicht nach Hause zurückkehren? Ist es denn so wie bei Eren, dass sie nur in der äußersten Wallschicht gelebt haben und deswegen nicht nach Hause können? Oder wirklich kommen sie überhaupt von den 3 Wänden oder ganz von woanders? Weil es hat sich so angehört wie endlich nach Hause zurückkehren, als ob sie ihr ganzes Leben lang noch nicht da wären. So was weiß ich, keine Ahnung. Apropos Rainer. Rainer war ja mal der größte Badass. Rainer ist der größte Badass, den ich je kenne. Er wrestelt einfach. Junge, es ist doch nicht normal, wenn man einfach so einen Titan einfach so hochhebt und aus dem Fenster wirft. Das kann man ja mal machen. Was machst du? Was hast du heute so gemacht? Haha. Ja, ich war shoppen und du? Ich habe einen Titan genommen und ihn aus dem Fenster geworfen. Haha. Ha. Die andere Sache ist, wenn man von Zombies gebissen wird, verwandelt man sich in einen Zombie. Wenn man von Werwolfen gebissen wird, verwandelt man sich in einen Werwolf. Rainer wurde von einem Titan gebissen. Hat er sich jetzt angesteckt mit der Titanheit? Ist eine ganz ernsthafte Frage, die ich mir in dem Moment gedacht habe, aber nicht reden konnte, weil der Moment einfach zu badass war. Rainer hat einfach den Titan. Er kann die Titans 1v1, Alter. Er ist so Wrestler. What the fuck? Okay, er hatte schon den krassesten Body und so voll die Muskeln, aber yo. Apropos krasse Bodies, jetzt hier die ganzen Überleitungen. Rainer steht wohl auf krasse Bodies, weil diese Konversation war ganz lustig mit mir, wo Rainer gesagt, oder sie gesagt hat, ja, ich dachte, du stehst nur auf Jungs und Rainer so, du stehst nur auf Mädchen. Man könnte ja schon meinen, dass Rainer und Berthold so schwul sind. Aber Rainer, trotzdem als Christa ihm dann so hilft, er so, gotta marry her. Gotta marry her. Warte, was war das Zitat der letzten Folge? Hier hast du eine Kartoffel. Das Zitat dieser Folge, gotta marry her. Einfach nur, what the fuck, man. Rainer ist so cool. Rainer ist so cool. Deswegen, keine Ahnung, ist er eigentlich überhaupt mit Berthold zusammen und schwul? Oder ist er nicht? Obwohl Christa ist halt auch, jeder steht auf Christa. Das ist wie dieses Mädchen damals in der Schule, in der was weiß ich wievielten Klasse, wo alle noch ganz klein waren, wo alle auf dieses eine Mädchen stehen. Nicht, weil sie super schön ist oder was weiß ich, sondern einfach, weil alle anderen auch auf sie stehen. Weiß nicht, ob ihr das aus der Grundschule oder was weiß ich kanntet. Okay, jeder steht auf dieses Mädchen, weil alle anderen auch auf dieses Mädchen. Und dann die ganzen Jungs aus der Klasse stehen auf dieses Mädchen und sagen, oh, die ist ja geil. So, das ist Christa. Also, wieso stehen alle auf Christa? Ist die Boa Hancock und hat von der Liebesfrucht gegessen? Wieso stehen alle auf Christa? I don't know. Christa und Ymir haben auch ein Flashback. Irgendwie in den Mountains.
Keine Ahnung. Sie hat gesagt, erinnere dich an das Versprechen. Deswegen würde ich gerne dieses Flashback sehen. Genauso wie ein reiner Flashback mit Berthold, was da mit Sabo passiert ist, als Sabo gestorben ist. Genauso wie Conny Flashback, den wir eigentlich nicht erhalten haben. Gar nicht, obwohl er in seiner Heimattown war. Ja, also Ymir und Christa haben da irgendwas. Sie kennen sich von früher, sagen wir es so. Aber Christa kann sich nicht erinnern. Deswegen kann es sein, dass in der nächsten Folge dann dieser Flashback kommt, wo Christa sich auf einmal erinnert, was sie da in den Snowy Mountains gemacht haben. Wie kommen sie überhaupt in die Snowy Mountains? Gibt es überhaupt Berge in den Walls? Wo kommen auf einmal die Snowy Mountains her in den Walls? Weil das war alles Flachland. What the fuck is going on? So viele Fragen über Fragen. Eine ganz, ganz nebensächliche Sache ist, die anderen Charaktere, die gestorben sind, ganz typisch für Attack on Titan, die sterben wirklich so voll unwürdig, einfach so, die werden so richtig zerstört. Vor allem der Mann, der so, Gott sei Dank, ich habe noch Alkohol gefunden und dann kann es doch nicht trinken. So, die sterben wirklich so, ihre Würde wird so wirklich weggefickt. Und in dem Moment dachte ich eigentlich, okay, die Hilfe kommt, wir wissen ja, die Hilfe ist auf dem Weg mit Hanji und Eren und so. In dem Moment dachte ich, okay, jetzt ist der Moment, wo auf einmal so Mikasa so, und dann retten sie die beiden doch. Aber nein, und es kommt keine Hilfe und Ymir kämpft jetzt gegen die Titans. Das ist die nächste Sache. Ymir war ja die ganze Zeit ein Titan, okay? Ich gehe mal davon aus, dass sie es von Anfang an war, also von Folge 1 aus und nicht irgendwie auch später infiziert wurde durch einen Titan-Biss. Ich weiß ja nicht, ob sowas möglich ist, aber keine Ahnung. Man kann es schon verstehen, so vielleicht werden sich jetzt der einen oder anderen so denken, wieso hat sie dann nicht die ganze Zeit gekämpft? Ich glaube, also ich würde es voll nachvollziehen können, dass Leute nicht preisgeben wollen, dass sie Titans sind, weil ich meine, Eren wurde ja auch fast getötet. Okay, Eren wurde nicht vertraut von keinem, außer von Mikasa und Armin. Und Ymir hat ja nicht mal so die Best Friends außer Christa. Und ich meine, wer soll ihr denn glauben, dass sie nicht böse ist, wenn sie auf einmal sagt, ja, hey, Eren, du bist ein Titan? Ich auch. Hallo. So, Annie hat es auch versteckt. Alle, keine Ahnung, denken sich so wahrscheinlich, ja, wenn Leute erfahren, dass ich ein Titan bin, dann killen die mich. Deswegen hat jetzt Ymir bis zum letzten Augenblick gewartet. Was noch ganz krass war, ganz Entschuldigung, muss ich ganz kurz reinwerfen. Es war so gruselig, wie Reinhard die Tür aufgemacht hat und da steht auf einmal ein Titan. Wow. Auf jeden Fall, Ymir hat dann bis zum letzten Augenblick gewartet. Und jetzt denkt sich wirklich, okay, wir werden sowieso alle sterben. Jungs und Mädels, ich bin ein Titan. Verwandelt sich. Es war wirklich badass, wie sie da runterspringt. Ich dachte ja immer so, Ymir ist böse und jetzt weiß ich es gar nicht so. Das war halt wirklich badass. Sie macht sie ja, um ihre Freunde zu retten, keine Ahnung. Sie springt runter, beißt sich, nein Quatsch, schlitzt sich auf und dann Blitze. Vielleicht hat sie ja das Blitzelement, weil alle Titans, die wir bis jetzt getroffen haben, haben ja irgendwie was Elementartiges, ich weiß nicht. Dann ist er aus. Holy shit. Was eine krasse Folge. Der Beast Titan sollte vielleicht auch noch erwähnen. Es ist so viel passiert in der Folge. Obwohl ich manche Sachen nicht mal so wirklich drauf eingehe, habe ich jetzt schon 8 Minuten geredet. Auf den Beast Titan will ich auch noch eingehen, weil der hatte wirklich die Strategie, dass er da hingeht und die Leute absniped. Und apropos Beast Titans, kommt auch immer mehr normale Titans, was auch seine Strategie ist. Er ruft die wahrscheinlich immer so mehr, er ruft immer mehr Titans dahin, weil er kann sie ja kontrollieren, das wissen wir ja von Folge 1. So viele Fragen über Fragen. Ich schaue erstmal, ob meine Pizza im Ofen abgefackelt ist oder nicht. Okay, meine Pizza ist ready, deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt meine Pizza essen. Und danach schauen wir One Punch Man. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil wenn man so excited ist, dann kann es schon vorkommen, dass man irgendwelche Sachen aus der Folge komplett vergisst. Und ich war gerade richtig excited am Ende. Wow, ich hab's gesagt, Ymir ist böse. Ymir ist gar nicht böse, das haben wir gar nicht bestätigt bekommen. Aber sie ist ein Titan. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und genau, lasst uns diskutieren, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Nächsten Samstag gibt es die nächste Folge und haut rein.